Servus und Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem Update bei den Cattleya-Orchideen. Der Sonnenschirm, der hier steht, ist wirklich wichtig, denn diese Weicheier, die hier wachsen, haben nichts damit zu tun mit den Pflanzen, die in Costa Rica, Nicaragua, Honduras oder in El Salvador gewachsen sind, denn die hier können nichts ab. Die stehen hier auf der Terrasse, oben drüber ist ein durchsichtiges Dach, damit sie hier Licht bekommen, kriegen ordentlich Licht ab, und der Sonnenschirm, der sie praktisch vor dem massiven Licht, das abends noch scheint, bevor die Sonne hier runtergeht, das macht die Pflanzen richtig fertig. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich sie umplatzieren soll. Es ist aber normalerweise so, dass Cattleya-Orchideen mit Sonne, sobald sie sich daran gewöhnt haben, echt überhaupt null Probleme haben. In Mittelamerika oder egal, wo sie eben kultiviert werden, da werden die einfach an einen Baum gebunden und die sind der prallen Sonne ausgesetzt und es macht ihnen überhaupt nichts aus. Jetzt kommt es natürlich auch immer darauf an, was es für eine Orchidee ist, welche Cattleya da drin ist, welche Genetik hier drin ist. Diese Laea Colnagoi zum Beispiel, die scheint völlig unbeeindruckt zu sein von den intensiven Sonnenstrahlen. Sie macht schöne Neutriebe, bedeutet, jeder Neutrieb heißt auch, dass potenziell Blütentriebe entstehen können. Das gleiche sehen wir hier bei dieser Laea macrobulbosa. Die hat auch praktisch keine Probleme mit der intensiven Sonnenstrahlung, macht hier auch schöne Neutriebe, und wir sehen das auch hier bei dieser Laea flava. Die ist sogar schon richtig intensiv rötlich gefärbt, hat auch ein paar Neutriebe, und ja, der macht das hier nichts aus. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass diese ganzen Hybriden wirklich ein bisschen verweichlicht sind. Jetzt können wir natürlich sagen, schaut auch nicht so schön aus. Aber ich habe zum einen damit gerechnet, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass, als ich sie rausgestellt habe auf die Terrasse, die Sonnenintensität schon so derartig hoch ist, dass die sofort verbrennen. Das sind an und für sich reine optische Mängel, und die schaden der Hauptpflanze jetzt in erster Linie nicht. Ich nehme jetzt hier mal so eine Pflanze hier raus. Das hier ist wieder eine Laea, eine Kautzkii. Die hat zwar ein paar Blätter, die ein bisschen, ja, ein paar Flecken haben, aber ansonsten geht es der Pflanze wirklich super. Man sieht hier diesen kräftigen Neutrieb, der hier hochkommt, und die Pflanze macht sich gut. Jetzt nehme ich die nächste Laea, und bevor ich jetzt nur Laeen zeige, wechsle ich natürlich dann auch gleich noch auf die anderen Pflanzen. Aber was ich einfach damit zeigen will, es gibt Pflanzen, die kommen damit bestens zurecht. Hier ist ein schöner dicker Neutrieb, wie man sieht. Da ist noch ein Neutrieb, da ist ein dritter Neutrieb. Also hier ist sogar ein vierter Neutrieb. Also was will man eigentlich mehr? Und die anderen Pflanzen, die werden auch wachsen. Das ist nicht das Problem. Wo haben wir denn eine mit einem schönen Neutrieb? Hier ist eine Cattleya Hybride, die hier draußen schön wächst. Die hat auch selber gar keine Probleme. Das heißt, die Genetik von dieser Pflanze ist wirklich super. Und schaut euch mal von dieser Robert Strait diese zwei dicken Neutriebe an. Das heißt, die Kulturform hier draußen mit dem Wind, Wetter, nachts kühl, tags knallheiß, viel Sonne, das schadet den Pflanzen eigentlich nicht. Jetzt gucken wir mal bei der nächsten Pflanze. Die hat hier richtig krasse dunkle Flecken auf den Blättern. Das hier ist eine Lady Gaga Poker Face. Und schaut euch mal an, trotz Poker Face, was die hier für einen schönen dicken Neutrieb macht. Und dieser Neutrieb, der ist mit Sicherheit schon so ausgerichtet von der Pflanze, dass er eben mit den notwendigen Schutzmaßnahmen ausgestattet ist, dass er eben nicht mehr verbrennt. Wie gesagt, ich habe an und für sich damit gerechnet, dass es welche geben wird, die zwangsweise ja, verbrennen würden. Jetzt bin ich auch dabei, dass ich regelmäßig, immer wenn ich hier draußen am Gießen bin, die hat jetzt noch keinen Neutrieb gemacht, immer wenn ich hier draußen am Gießen bin, gieße ich über die Pflanzen, und dann sind sie richtig gut versorgt. Hier haben wir eine Xingfeng White Charm White Rose. Okay, ein riesenlanger Name für eine auch wahrscheinlich sehr schöne Hybride. Und guckt euch mal hier diesen kräftigen, schönen, schicken Neutrieb an. Und selbst diese Pflanze, also White heißt ja schon für, oder steht ja schon für weiße Blüten,
Selbst diese Pflanze, die ja vom Ding her einfach nicht diese rote Färbung hat, diese Anthoцyan-Färbung, die ja praktisch den Sonnenschutz ausbildet, selbst die hat gar keine Probleme, was eben diese Sonnenintensität hier betrifft. Das ist schon irgendwo faszinierend. Jetzt gucken wir uns hier gleich mal an, was das hier für eine ist, die so ein bisschen Probleme mit den Sonnenstrahlen hat. Das heißt, 2 Blätter sind hier ein bisschen verbrannt. Noch ist kein Neutrieb unterwegs, aber der Pflanze geht es soweit gut. Jetzt gucke ich mal auf das Etikett, und zwar ist das eine Xingfeng Dawn. Ja, müsst ihr mal nachlesen, was das für eine ist, oder im Internet gucken. Ja, das heißt, ihr seht die krassen Unterschiede von den Pflanzen oder von Pflanze zu Pflanze, und trotzdem machen die richtig kräftige Neutriebe, und das ist eigentlich das, was ich hier draußen auch haben wollte. Jetzt gucke ich mal noch nach einem weiteren Prachtexemplar mit einem richtig dicken Neutrieb. Yeah, die schaut gut aus. Wer ist denn das? Hallo, na du? Eine RLC Hall of Fame. Und schaut euch mal hier diesen dicken Neutrieb an. Und auch die Blätter hier. Praktisch keine großen Probleme mit der Sonne. Das heißt, es sind wirklich nur vereinzelte Pflänzchen, und die hat auch noch einen schönen Neutrieb. Das ist eine Cattleya. Ui, 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 ui. Namensschildchen steckt zu tief. So ist es halt. Eine Green Emerald Orchid Queen. Also die Queen itself. Schaut euch mal an, was die hier für einen schönen kräftigen Neutrieb hat. Und mit diesem kräftigen Neutrieb würde ich sagen, warten wir es ab bis zum nächsten Update, sobald hier dann mal eine am Blühen ist. Allzu lang wird es ja nicht mehr dauern, vielleicht 2 Monate, vielleicht sogar noch schneller, dass sie am Blühen sind. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie kultiviert ihr eure Cattleya-Orchideen? Seid ihr auch so ein Cattleya-Quäler wie ich? Schreibt es auch hier in die Kommentare, dürft ihr gerne zugeben. Ich mache es ja in Bild und Ton. Ansonsten gebt einen Daumen hoch bis zum nächsten Update. Und wir sehen uns, sobald hier eine am Blühen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird soweit sein. Bald soweit sein. Bis dahin und tschüss.